Willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe von TUK Talk. Wir haben erneut unseren Rektor Prof. Dr. Gerd Strohmayer eingeladen und wollen uns gemeinsam einen Überblick verschaffen, was sich in den vergangenen Monaten an unserer Universität getan hat. Wir ziehen Bilanz, welche Vorhaben er bereits umsetzen konnte und welche Aufgaben er noch bis Jahresende meistern will. Außerdem waren wir auf dem Campus unterwegs und haben die Studierenden gefragt, was sie schon immer mal vom Rektor wissen wollten. Herr Prof. Dr. Strohmayer, geboren in Bayern, nahm am 1.10.2016 das Amt des Rektors an der TU Chemnitz an. 8 Monate später folgte die feierliche Investitur in der Petrikirche. In einem offenen Brief wandte sich Prof. Dr. Strohmayer an die Hochschulöffentlichkeit und erklärte Ziele und Absichten für seine folgende Amtszeit. Besonders wichtig war ihm die Transparenz an der TU Chemnitz weiter auszubauen. Dafür initiierte er unter anderem neue Medienformate wie den TUK Talk, TUK Newsletter und TUK Network. Um auch einer breiten Öffentlichkeit das Netzwerken zu ermöglichen, gab es in diesem Jahr erstmalig das Veranstaltungsformat TUK Sommernacht, welches großen Anklang unter allen Beteiligten fand. Am Tag der Universität öffnete die TU ein weiteres Mal ihre Pforten für Studierende und Studieninteressierte. Absolventen der TU trafen sich an diesem Tag, um ihre Graduierung gebührend zu feiern. Doch auch abseits öffentlicher Events konnte Rektor Strohmayer bereits Punkte seines offenen Briefes abarbeiten. Wie zum Beispiel Einreichung der Exzellenzcluster Merge und CE-MMI, Treffen von Taskforces zur Unterstützung zukünftiger Leuchtturmprojekte und die Verständigung des Rektorats, den Weg für Diplomstudiengänge freizugeben. Rückblickend kann gesagt werden, dass sich der Rektor schon einigen Punkten seines Briefes angenommen hat. Man darf gespannt bleiben, was die weiteren Jahre seiner Amtszeit hervorbringen. Herr Strohmayer, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hallo, ich freue mich auch. Wir haben ja eben den Rückblick der vergangenen Monate gesehen. Was davon waren denn Ihre ganz persönlichen Highlights? Meine persönlichen Highlights, das ist gar nicht so einfach. Also ich denke, dass in den letzten Monaten doch sehr viel passiert ist und dass alles einen gewissen Stellenwert hat. Wenn ich aber jetzt auf alles eingehen würde, dann würden wir wahrscheinlich heute Nacht noch hier sitzen. Deshalb beschränke ich mich einfach mal auf die Großveranstaltungen, die wir gemeinsam erleben durften hier an der TU Chemnitz. Denke natürlich an die Investitur, an der eine breite Hochschulöffentlichkeit teilgenommen hat, was mich sehr gefreut hat. Denke an das TUK Sommerfest, das ja hier auf diesem Areal stattgefunden hat. Und dabei ging es mir ja im Wesentlichen darum, aus einer steifen bzw. starren Universitätsveranstaltung für einen kleinen, abgegrenzten Kreis ein buntes Universitätsfest zu machen für die gesamte Hochschulöffentlichkeit. Und ich glaube, das ist auch sehr gut gelungen. Und ich denke natürlich auch an den Tag der Universität, mittlerweile TUK-Tag genannt, mit seinen verschiedenen Veranstaltungsformaten, die auch sehr gut angenommen wurden. Und ich möchte die Gelegenheit gern nutzen, allen, die mitgewirkt haben am Tag der Universität, ganz herzlich für ihr wirklich herausragendes Engagement zu danken. Laut Ihren Aussagen lag Ihnen ja auch sehr viel daran, für eine transparente Kommunikation an unserer Universität zu sorgen. Und so sind viele, viele neue Kommunikationskanäle entstanden. In diesem Zusammenhang möchte Ihnen der Medienkommunikationsstudent Fabian Wenzler eine Frage stellen. Guten Tag, Herr Rektor. Sie haben ja mit Ihrer Amtseinnahme eine ziemlich große Social-Media-Kampagne gestartet. Und ich wollte nur fragen, ob Sie der Meinung sind, dass diese Transparenzoffensive bis jetzt Wirkung gezeigt hat und ob sich das Ganze auch gelohnt hat. Ja, Dankeschön. Oh ja, ich denke schon. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, die Kommunikation nach innen wie nach außen zu intensivieren und dass es uns auch gelungen ist, die Transparenz zu erhöhen. Ich denke in diesem Zusammenhang unter anderem an die verschiedenen Newsletter, die wir eingeführt haben, TUK Dialog, TUK Insight, TUK Network. An dieser Stelle kann ich auch sagen, dass es noch in diesem Jahr ein neues Format geben wird. Ich denke in diesem Zusammenhang natürlich auch an die diversen Social-Media-Aktivitäten über Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Auch hier wird es noch einige Neuerungen in diesem Jahr geben.
Und ich denke natürlich auch an die direkten Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel an das TUC-Forum oder den Parlamentarischen Abend oder die Veranstaltung Studi trifft Rektor, die ja der Stura initiiert hat und die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und nicht zu vergessen ist natürlich TUC Talk, das ja auch sehr beliebt ist. Um die Kommunikation drehen sich auch die beiden Fragen von Stefan Laube. Er ist Promotionsstudent im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und möchte Folgendes von Ihnen wissen. Inwiefern stellen Sie sich mittels Ihres Konzeptes vom letzten Jahr und dieses Jahr nochmal bestätigt wurde, die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten an der Universität vor, also quasi der interfakultäre Dialog? Und die zweite Frage, die ich an Sie habe, ist, inwieweit wollen Sie dem Ministerium gegenüber mittels einer Direktive die Zukunft der Lehramtsstudiengänge an unserer Universität vertreten? Ja, also vielleicht zunächst zur Zusammenarbeit der Fakultäten. Ich habe ja immer darauf hingewiesen, dass die interdisziplinäre, transdisziplinäre und damit natürlich auch interfakultäre Vernetzung sehr wichtig ist, etwa um Synergien zu entdecken, Kooperationsmöglichkeiten auszuloten oder auch neue Leistungspotenziale zu erschließen. Vor dem Hintergrund haben wir zum Beispiel im Rektorat entschieden, die Sprecherteams der 3 Kernkompetenzen zu Arbeitskreisen weiterzuentwickeln, die sich in Zukunft selbstständig und basisdemokratisch organisieren und an denen alle Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen mitwirken können. Vor dem Hintergrund treffen wir uns auch regelmäßig im TUC-Forum bzw. in der Dekane-Runde und vor dem Hintergrund haben wir auch diverse weitere informelle Gremien eingerichtet, in denen ja auch ein interfakultärer Austausch stattfindet. Ich denke hier zum Beispiel an die Taskforce Qualitätsmanagement oder an den Workshop für die Bewerbung der Stadt Chemnitz um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Und wie würden Sie, Stefan Laube, die Frage mit der Direktive beantworten? Ja, das mit der Direktive ist nicht so einfach. Ich kann dem Ministerium natürlich keine Direktive erteilen, aber ich kann dem Ministerium durchaus unsere Position mit auf den Weg geben und das habe ich selbstverständlich gemacht. Unsere Position zur Lehramtsausbildung ist auch ganz klar und eindeutig formuliert. Wir sind gern bereit, die Lehramtsausbildung in Chemnitz zu verstetigen. Wir sind auch gern bereit, die Lehramtsausbildung in Chemnitz beispielsweise um das Berufsschullehramt zu erweitern. Wir sind aber definitiv nicht bereit, das auf eigene Rechnung zu machen und wir sind auch nicht bereit, das zulasten anderer Bereiche zu machen. Unsere letzten beiden Fragen kommen von Max Knobloch, der sich für den Masterstudiengang Leichtbau entschieden hat. Er interessiert sich für die Vorzüge der Stadt Chemnitz. Ich hätte 2 Fragen an Sie. Die eine wäre, was Sie dazu sagen würden, wenn mich Freunde aufziehen würden, die aus größeren Städten kommen, damit, dass ich jetzt in Chemnitz studiere. Und die zweite, die sich eigentlich so ein bisschen daran anschließt, warum Sie eigentlich Rektor in Chemnitz geworden sind. Ja, also ich würde mich da von niemandem aufziehen oder hochnehmen lassen. Ich denke, die Größe einer Stadt sagt grundsätzlich wenig über die Vorzüge einer Stadt aus. Die Größe einer Universität sagt auch wenig über die Vorzüge einer Universität aus. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz darauf, Rektor dieser Universität sein zu dürfen und ich glaube, jeder Studierende hier darf auch stolz darauf sein, hier zu studieren. Und das kann man auch durchaus selbstbewusst nach außen kommunizieren. Und ich denke, die TU Chemnitz hat viele Vorzüge. Die TU Chemnitz sticht in vielerlei Hinsicht regional, national und international heraus. Ich betone das ja immer wieder sehr gern. Die TU Chemnitz ist eine äußerst internationale Universität. Sie ist eine äußerst drittmittelstarke Universität. Sie ist auch eine äußerst transferorientierte Universität. Sie ist eine exzellente Universität und sie ist natürlich, das wissen Sie, weit mehr. Sie ist für mich auf jeden Fall auch so etwas wie eine Familie. Eine Familie, die
wie jede gewöhnliche Familie nicht immer einer Meinung ist. Ist auch gut so. Sie ist aber wie jede gute Familie eine Familie, die eng zusammensteht, zumindest dann, wenn sie zusammenstehen muss. Und das, denke ich, hat die TU Chemnitz in den letzten Monaten auch sehr gut bewiesen. Und damit bin ich ja eigentlich auch schon bei der zweiten Frage, denke ich, warum bin ich Rektor geworden, beziehungsweise warum habe ich mich um das Amt des Rektors beworben. Ich habe mich beworben, erstens, weil ich mich voll und ganz mit dieser Universität identifiziere. Zweitens, weil ich nicht nur verwalten, sondern auch gestalten möchte und einen gewissen Gestaltungsbedarf gesehen habe und auch immer noch sehe. Und drittens, weil ich mich etwas verändern wollte, weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe, zugleich aber in Chemnitz bleiben wollte, weil ich diese Stadt sehr gern mag, und damit schließt sich ja auch der Kreis wieder zur ersten Frage. Das stimmt. Wir haben natürlich noch viele, viele weitere Fragen gesammelt, aber die konnten wir natürlich aus Zeitgründen hier nicht alle unterbringen. Aber wie ich gehört habe, werden Sie die anderweitig beantworten. Ja, natürlich. Also alle, deren Fragen ich jetzt nicht beantworten konnte, lade ich ganz herzlich zu mir ins Rektorat ein und werde dann dort die Fragen direkt beantworten. Dann bleibt mir zum Schluss jetzt noch die Frage nach den Planungen für das zweite Halbjahr. Sie haben ja, wie wir im Rückblick sehen konnten, nahezu alle Punkte, die Sie sich vorgenommen hatten, abgehakt. Dann können Sie sich doch jetzt eigentlich ganz entspannt zurücklehnen, oder? Naja, also alles, glaube ich, ist noch nicht abgehakt. Und zurücklehnen kann ich mich auf keinen Fall. Also da steht noch einiges an. Da gibt es diverse Aufgaben. Ich denke an der Stelle nur an die Systemakkreditierung, an das Forschungsinformationssystem, an diverse Transferprojekte, an die Fakultätszielvereinbarungen und. Also da warten noch einige Aufgaben und ich freue mich wirklich sehr darauf. Herr Strohmeier, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gern. Wir begrüßen beim nächsten Mal den langjährigen Pressesprecher unserer Universität, Mario Steinebach. Er spricht mit uns unter anderem darüber, warum die Öffentlichkeitsarbeit für die TU Chemnitz wichtig ist und wie er den täglichen Herausforderungen als Schnittstelle zwischen Universität und Medien begegnet. Sicherlich weiß er auch die eine oder andere Anekdote aus seiner mittlerweile 20-jährigen Erfahrung an der Hochschulöffentlichkeit zu erzählen. Fragen an Herrn Steinebach können Sie uns wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse stellen. Bis zum nächsten Mal.